Kennst du das auch? Du brauchst eben mal ganz schnell eine schöne Verpackung für kleine Nettigkeiten oder für nette Kleinigkeiten. Du willst deiner Freundin, den Nachbarn oder Verwandten einen kleinen Gruß an die Türklinke hängen? Kein Problem. Diese Geschenktüte ist ganz schnell gebastelt und das Gute, du kannst sie jeder Größe anpassen. Wie? Das zeige ich dir jetzt. Und gleich noch einige andere Ideen. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin. Hier auf meinem YouTube-Kanal erwarten dich viele kreative Ideen und Anleitungen. Dir gefallen meine Projekte? Dann gib mir gern einen Daumen hoch und abonniere am besten gleich meinen Kanal. Heute habe ich diese Geschenktasche, die haben wir letztens in einem der Online-Workshops gebastelt, unter anderem mit vielen anderen Taschen. Ja, ich fand die so einfach und schnell nachzubauen für nette Kleinigkeiten. Ich will ja gar keine große Werbung machen, aber so zum Beispiel als Wellness-Goodie-Tasche für die beste Freundin mit einem Badezusatz, mit Taschentüchern, mit Schoki, mit vielleicht einem kleinen Kaffee rein oder einem Tee, netten Zucker, was auch immer. Dir fallen bestimmt 1000 nette Kleinigkeiten ein. Und du siehst, die ist kompakt mit stabilen Henkeln. Geht natürlich alles immer anders zu variieren, aber ich habe sie so gebastelt. In dieser Größe zeige ich sie dir jetzt und am Ende danach zeige ich dir nochmal, wie man das variieren kann, dass man das auch anderen Größen anpassen kann. Außerdem habe ich nochmal ein paar andere Verpackungen, die zeige ich dir auch, sobald ich mit der Tasche fertig bin. Ich habe sie in dieser Größe, wenn ich sie so groß haben möchte, zugeschnitten mit einem Stück Designerpapier. Kann ruhig etwas kräftiger sein, könnte auch Farbkarton sein. Hier sind es 28 x 20 cm. Und ein Stück Farbkarton. Ich habe genommen die ganze Länge und auch das ganze Stück und da zeige ich dir, wie man diese Henkel in dieser Form, geht natürlich auch Band oder was auch immer, so schnell stabil bauen kann. Dann passt die auch super fest an die Türklinke. Das zeige ich dir. Wir fangen mit dem Designerpapier an. 20 x 28 cm und an allen 4 Seiten bei 8 cm gefalzt. Schon mal ein kleiner Tipp, wenn du variierst, für diese Tasche in dieser Form ist es wirklich so, dass man die Falzung an allen 4 Seiten gleich haben sollte, dann kannst du diese Faltung in jeder Größe ansetzen. Also an allen 4 Seiten bei 8 cm. Und dann nehme ich doch wieder mein Falzbein und ein Lineal und zeichne mir gleich die Schrägen ein, und zwar die Diagonalen von den Ecken, jeweils diagonal 90 Grad hier zum nächsten Schnittpunkt. Die werden einmal wunderbar eingezeichnet, könntest du natürlich auch schon durchs Falten ermitteln, aber mit Einzeichnen ist das natürlich alles exakte Sache. Man muss es nur sehen, das ist ja mein Problem. Gucken wir mal, wie exakt das gleich wird. Und mehr Zauber hat die Tüte schon nicht mehr. Doch, wenn sie fertig ist, finde ich zauberhaft. Jo, okay, wir falzen. Alle Seiten nach oben, nach innen. Und du hast schon richtig erkannt, dass hier in der Mitte ist der Boden. Und an dieser Größe passt du dann, wenn du andere Größen falten möchtest, genau die anderen Größen an. So, und die Spitzen falten wir jetzt aufeinander, diese Diagonale. Setzen die beiden Ecken nochmal stabil aufeinander und dann sitzt die Spitze, also die beiden Falzlinien hier. Falten das schon mal in diese Richtung nach außen, erste Seite. Nächste Seite, wir nehmen wieder die Spitze als Anhaltspunkt und falten die Diagonale aufeinander. Gut nachfalzen, falten nach dort. Das gleiche machen wir hier, die Spitze, die beiden Dreiecke mit den Falzlinien der nächsten aufeinander und hier nach hier falten. Und das gleiche hier auch, die Spitze, Linien aufeinander und umfalten. Und schon ergibt sich das Ganze von selber. Hast du ja schon gesehen. Ich falte rum und ich falte rum. Und fertig ist meine Tasche. Hier noch einmal aufgefaltet. Also es liegt flach, die Seiten nach oben und die Diagonalen
hier jeweils zu den Mitten. Jo, das ist die Tasche. Viel mehr kommt nicht. Das ist cooles Designerpapier, ne? Habe ich noch gar nicht verbastelt. So, verlinke ich dir unter dem Beitrag, unter der Beschreibung. Gibt es gerade noch. Wir haben ja den Katalogwechsel demnächst. Du weißt, jetzt im April kannst du noch, solange der Vorrat reicht. Mit unserer Tasche uns hier gar nicht abhaut, sichere ich das mal schnell. Und widmen mich schon gleich den Henkeln. Also, wir haben ein Stück Farbkarton. Wir nehmen den Papierschneider. Den können wir ja auch falzen. Und ich schneide das deswegen noch nicht in die Breite, wie ich es haben möchte, nämlich 2 cm, weil ich kann es besser falzen so. Ich lege es jetzt hier bei 1 cm ein. Das mache ich auf der rechten Seite. Klappe rum, die 1 cm gefalzt und schiebe rüber auf 3 cm. Und die zweite Falzlinie, und jetzt kommen Schneidelinien, und zwar gehe ich wieder zurück auf 2 cm, schneide und wieder auf 2 cm. Und schon habe ich mir ziemlich viel Fummelkram gespart. Jo. Papierschneider kann schon wieder weg. Jetzt habe ich genommen, hier siehst du ja so eine Kante, also eine Zierkante. Und dazu habe ich diese Stanze genommen. Legen wir ein. Gibt es ja zwei Möglichkeiten. Einmal dieses wie hier, dieses etwas nicht ganz so sehr geschwungene. Und dann das mit den größeren, mit der größeren Ornamentik. Dieses hier. Das nehme ich jetzt. Das lege ich ein, schiebe es ganz bis zum Rand. Mittel aus. Es liegt relativ gut mit den 2 cm in der Linie, wenn es nicht ganz drin liegt. Müssen wir es also hier vorne ein bisschen ausvermitteln, aber das ist relativ harmlos. Gerade rein und fertig. Das Ganze schließen. Und jetzt als nächstes brauchen wir ein Stück doppelseitiges Abreißklebeband. Das nehme ich. Ich lasse hier am Rand etwa 3 cm ohne Klebestreifen und dann setze ich meinen Klebestreifen auf die eine Seite, hier so hin. Du kannst das exakt ausmessen, du weißt ja, ich bin da ein wenig mal eben schnell gemacht. So haben wir das. Du siehst, hier sind etwa 2 bis 3 cm. Dann ziehe ich den Klebestreifen ab und falze das Ganze aufeinander. Schon klebt das. Falze die Seite hier so ein bisschen auseinander und setze mir hier Schrägen an. Auch das könntest du exakt machen. Ja, so. Gehen wir mal schnell rum. Könntest du aber auch ganz exakt. Jetzt nehme ich mein Falzbein und ziehe mehrfach mit leichtem Druck drüber. Breche dadurch die Fasern vom Papier. Aber es begibt einen stabilen Henkel. So schnell ist er schon fertig. Hier übrigens nur mal so, wenn du aus einem 30,5 x 30,5 Designerpapier diese Tasche schneidest, bleibt noch viel für eine Karte übrig. Oder auch für den Briefumschlag, für die Lasche hinten zum Beispiel. Also da kannst du noch weiter basteln, dass das Ganze dann ein schönes Set zusammen ergibt. Hier muss nichts weggeschmissen werden. So, jetzt nehmen wir die Tasche. Platzieren das hier drauf. Du könntest das jetzt alles hier kleben. Du kannst es aber auch lassen. Du könntest es hier in der Mitte befestigen. Einfach mit einer Klammer. Einen Riemen hier außen drum binden. Wäre auch möglich. Also sagen wir so in diese Richtung. Auch das wäre möglich. Aber ich möchte es so machen, dass ich praktisch jetzt das hier ansetze. Und in dem Fall nehme ich wirklich mal meinen Tacker. Und tacker das mal schnell da drauf. Nur den richtigen Bogen natürlich, sonst müssen wir ja neu biegen. Vom Rand. Und eine Seite getackert und die andere Seite setze ich hier drüben genauso dran. Halte ich fest. Tacker drauf. Griff Nummer 1 sitzt. Drehe das Ganze um. Schaue, dass ich das ähnlich vermittelt kriege. Wie gesagt, kannst du immer abmessen. Das ist ja kein Problem. Aber ich setze das mal eben. Zweite Seite. Moment, halten Sie fest. Soll ja auch eine Tasche sein, die mal eben schnell geht. Eine Geschenktüte für ganz schnell zwischendurch.
So, super. Beide Henkel sitzen. Griff ist fest, stabil. Jetzt geht es ans Dekorieren. Ich habe hier noch so diese Schmucksteine. Das ist ja jetzt alles schon im Katalog Ausverkauf. Also Abverkauf, sage ich mal. Schau mal, was da noch lieferbar ist. Das variiert jeden Tag. Die setze ich jetzt hier drauf. Die passen. Das ist dieses Ziegelrot. So ein bisschen meine Klammern auf beiden Seiten. Könntest das natürlich auch kleben. Ganz verschieden möglich. So, da sitzen sie drauf. Die Tasche ist hier und da fertig dekoriert. Jetzt habe ich mir überlegt, das Stempelset Gute Laune Gruß passt super, weil das ist ja ein kleiner Gute Laune Gruß. Marineblau ist hier in den Farben drin. Platz schaffen. Den stempel ich mir jetzt hier auf einen Streifen, auf einen weißen. Gerade wie möglich. Da sitzt. Kürze mir den Streifen. Hier könnte ich jetzt auch noch mal das Ornament drin haben, aber brauche ich nicht. Ich klebe das einfach so quer drauf. Und du kennst ja schon aus den letzten Videos und Wochen, bin echt verliebt in die Libelle. Und warum nicht auch hier auf die Tasche als besonderen Gruß nochmal eine Libelle fliegen lassen. Gerade drauf, wissen wir ja schon. Stanze. Einmal auf das Ganze. Gerade einlegen. Ausstanzen. Wir hätten noch eine kleine. Könnte man auch auf die Halterung da oben drauf setzen. Jo. Ja, einmal kurz kolorieren. Auch das. Was nehmen wir? Marineblau und Ziegelrot. Achso, nee, die gibt's ja. Oder gibt's die? Komme wieder, Moment. Marineblau. Und dann haben wir hier das Gelb drin. Also nehmen wir noch einen Ton. Jo, und damit werden wir das mal schnell kolorieren. Das geht jetzt wieder ganz schnell, haben wir ja schon ganz oft gemacht. Geht nur darum, dass wir es einmal gesehen haben. Wir wissen schon, wenn wir Blau und Gelb einander setzen, was da passiert. Machen wir trotzdem. Ich setze das jetzt mal so ganz grob aneinander. Den hellen Marineblauen mit dem dünnen hier in die Mittellinie, leicht überlaufend mal, also ineinander überlaufend. Einen leichten grünen Schimmer. Und dann nehme ich mir noch den Verblender, den Farbaufheller. Haue ich nochmal so richtig schön drüber. Also nicht gehauen, sondern gemalt. Jo, und ich glaube, das passt. Die Libelle wird hier oben über die Mitte fliegen. Das ist die Stelle, wo ich auch nochmal mit meinem Tacker aus dem Tacker-Tuckerland einen Tacker setze. Nämlich hier. Und da setze ich jetzt die Libelle oben auf. Ist sie. Da fliegt sie so sich irgendwie auf die Tasche geschmuggelt. Und diesen Textstreifen setze ich unten einmal quer rüber. Könnte ich am Rand noch ein Stück kürzen. Einer Gute Laune Gruß, geht natürlich jeder andere Gruß. Aber wie gesagt, ich liebe ihn gerade. Muss auch nicht gerade, kommt ein bisschen schief, der Gute Laune Gruß. Und haben wir noch die Pinzette irgendwo, nämlich hier. Zum Verbrauchen. Gucken wir mal, ob wir das noch. Moment, der Kleber ist ab. Hier oben auf die Ecke setzen. Jo. Fertig ist meine kleine Geschenktüte oder Geschenktasche, Wellness-Tasche, was auch immer. Hier passt dann jetzt alles rein, was wir wollen. Können das auch quer reinlegen, müssen noch ein bisschen knittern. So.
so rum rein. Ja, Schoki dazu und fertig ist das Ganze. Jetzt noch einmal die Überlegung, wie ist das, wenn du in einer anderen Größe machen möchtest. Du nimmst dir das Grundmaß, wo das, was du verpacken möchtest, da drauf steht. Zum Beispiel wollen wir jetzt diese Rolle verpacken. Einmal ausmessen. Die hat die Länge von 9 cm, dass links und rechts Platz ist. Die Breite von 2 cm passt super rein. Also wir haben einen Boden. (2 cm, 9 cm). Und in der Höhe, wir wollen sie ja so reinstellen, haben wir uns schon gedacht, sind sie auch 9 cm. Also in beide Seiten 9 cm in der Höhe. Hier natürlich auch 9 cm. Und dann kannst du ausrechnen, wie groß das Teil wird. Und zwar 9 plus 9 sind 18, plus 2 sind 20 cm in die eine Richtung und in die andere Richtung. 3 mal 9 ist 27. Und dann faltest du reihum, also dein Papier wäre für diese Rolle 20 mal 27 cm und gefalzen bei 9 cm alle 4 Seiten. Schon hast du eine passende Tasche. So simpel geht das mit ganz vielen Verpackungen. Hier, das war dieses. Und jetzt habe ich ja gesagt, ich zeige dir doch noch mal schnell 3 andere Taschen aus unserem Workshop. Das war einmal diese tolle Tasche, wo richtig was reinpasst. Kann man auch als Werkzeugkoffer umbauen. Ja, gut dekorieren, natürlich noch mehr dekorieren als ich. Ich habe das ein bisschen zurückhaltend gemacht mit einem Magnet oder mit einer Klammer umschließen oder so eine schnelle Einkaufstüte für kleine Süßigkeiten. Ganz schnell gemacht. Wenn du sowas sehen willst, kommentier das ruhig. Oder ein ganz schneller, einfacher Umschlag, gehört ja auch in das Fach Taschen und Tüten. Das waren unsere Workshop-Themen. Jo, willst du noch mehr Verpackungen sehen? Kleine Erinnerung, Ostern ist ja gerade dabei. Wer weiß, wann du das Video anguckst. Ich drehe es heute am Karfreitag, nachdem ich mich 4 Tage ausgeruht habe vom Videodrehen. Wäre dieses Osterkörbchen, ich verlinke dir das. Ich habe einen Ordner mit ganz vielen Osterverpackungen hier auf YouTube. Kannst du lauter Anleitungen angucken. Dieses kleine kann man auch als Windlicht umfunktionieren, aber ein schönes Osternest. Oder dieses Goodie für den Tisch, neben die Tischkarte. Oder einfach als kleiner Gruß auf dem Tisch. Große Feiern sind ja gerade nicht. Oder dieses Osternest, wo richtig was reinpasst. Und du siehst schon, die nette Libelle ist auch wieder dabei. Jo, meine Tasche von heute legen wir dazu. Das war es auch schon wieder. War schon ein bisschen auf Entzug mit Videodrehen, nachdem ich die letzten Wochen jeden Tag ein Video gedreht habe. Ja, fertig mein Projekt für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du kannst es vielleicht selber gut einsetzen. Gib mir einen Daumen hoch, da freue ich mich total. Willst du meine Idee nachbasteln, speichere sie doch am besten gleich in einer Playlist, das Video. Dann brauchst du später nicht lange suchen. Hast du Fragen? Schreib mir einfach. Brauchst du Materialien? Kann ich dir alle besorgen. Du kannst sie direkt über mich bestellen. Abonniere meinen Kanal und klicke auf die Glocke neben dem Abo-Button, dann verpasst du keine meiner weiteren Videos und Anleitungen. Alle Maße findest du auch auf meinem Blog www.stempelfamilie.blogspot.de. Ich wünsche dir kreative Zeiten. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Deine Angela von der Stempelfamilie.